Hallo da draußen, wir sind Tiefschwarz Ali. Basti. Kahn. Ja, und wir sitzen hier, machen uns schon in die Hose vor lauter Glück und Aufregung, weil wir das erste Mal auf dem Meld zu dritt live spielen werden. Ich muss aufs Klo. Das ist super. Es war alles ungewohnt, war alles neu. Haben wir vorher nie gemacht, ne? Es war Stresstest. Es war Stresstest, wenn nämlich der Rechner abgestürzt ist und verreckt ist am Tag zuvor. Also wir dachten auch, als wir da ankamen, das kriegen wir nicht hin. Durch 4000 Leute durch und dann hatten wir so viel Platz. Irgendwie haben wir uns da reingestapelt. Naja, und wie gesagt, der Rechner ist abgestürzt am Tag zuvor, ohne Backup, blöderweise. Sowas Und dann mussten wir über Nacht so experimentieren und so und haben das Setup draufgespielt auf einen anderen Rechner, wussten aber nicht, ob alles steht und mussten dann während dem Aufbau alles nochmal checken, hatten dann noch einen Freund dabei, der uns da geholfen hat. Das war dann auf jeden Fall ziemlich wild. Also wir haben es praktisch auf die Spitze getrieben, wie nervös kannst du sein und was hält man noch so aus irgendwie. Aber es hat geklappt. Ja, Das hat geklappt, wunderbar das geklappt. sieht man, glaube ich, auch dann auf den Bildern. Kylie. Und hier, The Bug. Mit Damien Lazarus kann man sich gut in die Backstage setzen. Oh, David August will ich auch gerne mal live sehen. Das hab ich auch nie gehört. Jamie XX, Job Jobse. Jamie X, genau, den finde ich auch gut. Ach Gott, viele. Nina viele. Gravel. Aber natürlich Kylie, ne? Kylie. Kylie, wir wollen alle nur Kylie. Kylie. Serious Mo würde ich gerne sehen, mit Mo Selector zusammen. Tiefschwarz machen auch ein Live-Set, hast du gesehen? Mhm. Tokotronic. Das neue Album, hast du das nicht neue so Album gehört? Das neue Album ist gut. Veto. Lawrence, London Grammar, das sind natürlich viele tolle Super Sachen. Ne? Line-Up. Zwei oder dreimal haben wir gespielt. Ja. Also beim letzten Mal, das ist uns deshalb so in Erinnerung, weil wir davor in Süddeutschland auf einem Festival waren und es war nur zu schaffen, indem wir uns so eine kleine Sportmaschine gechartert haben mit Propeller, so ein Dreisitzer sozusagen. Und da war so ein Unwetter, dass der Flug wurde gecancelt. Wir so, nee, jetzt können wir nicht aufs Meld. Wir haben uns ein schnelles Auto gemietet und sind nach unserem Set mittags in 5,5 Stunden da hochgebrettert und kamen mit Vollbremsung vor der Stage, so schwitzend auf die Stage und haben das noch geschafft. Insofern war das war eine Punktlandung. Ne? Wir waren fix und fertig, aber es war natürlich... Das sind dann meistens dann die besten Gigs. Ja, es war super. Ja. Nichts Langweiligeres, als irgendwie auf der Stelle zu treten und wir wollen uns auch nicht mit unserer eigenen Musik langweilen. Ich glaube, das ist so die Hauptmotivation. Deswegen gehen wir left. Tiefschwarz has left the building, so ungefähr. Nee, aber es ist einfach dieses sich immer wieder neu erfinden oder es zumindest zu versuchen und nicht in einer Soundnische zu verharren. Das kommt natürlich jetzt auch durch Kahn einfach nochmal uns doppelt zugute, weil er auch so ein breites Feld bedient und also da passen gerade zwei Dinge perfekt zusammen. Das hat ziemlich gut geflutscht. Ja. Ich meine, die haben mir ja irgendwie Playbacks gegeben, also Skizzen gegeben eigentlich. Und ich fand die einfach alle gut. Und ich meine, das kommt ja auch nicht so oft vor. Nee. Das kommt auch nicht so oft vor und dann hat er die Skizzen besungen und die wurden dann eigentlich fast bis zum Schluss gelassen, wie sie waren. Also das war dann wirklich so ein Sure-Shot. Und das war praktisch die Initialzündung, dass wir auf dem richtigen Weg der Veränderung sind, um jetzt wieder den Bogen zu schließen. Jetzt fängt es erst an, uns so zu dämmern, was daraus eigentlich entstehen kann.
Und ja, also deshalb jetzt auch die Live-Umsetzung und auch jetzt schon die ersten Pläne Richtung gleich weitermachen und noch was hinterher schießen. Ich meine, was ich super fand, ich meine, erst wurde ich halt so gefragt, so als Gastsänger einen Song zu machen. Und irgendwann standen wir dann so vor der Entscheidung von wegen so, hey komm, ich mach das ganze Album. Und damit ist es einfach ein völlig neues Ding geworden irgendwie. Ja. Und Ja. Der Grundgedanke war eigentlich so ein Feature-Album. Irgendwie so, haben wir uns mal so vorgestellt. Und dann kam halt Kahn da reingerutscht und dann war das Feature-Album halt tschüss. Also Dann war es halt einfach Tiefschwarz Kahn. Ja. Genau. Ja, also wir haben zwar noch 2 Stücke drauf, die wir aber, also von der Gewichtung her, also wir freuen uns, dass die beiden Damen dabei sind, aber es ist für uns jetzt eher auch zukünftig gesehen, dass wir sagen, okay, also mit Feature, das können wir jetzt vergessen, wir wollen einfach uns noch mehr treffen. Und einfach auch diese Live-Ebene haben wir halt dann gleich Genau. dabei. Anstatt dass du dann irgendwie 6 Sänger, der einen nach dem anderen auf die Bühne holst. Guten Abend. So, ja. One-Man-Show, genau. Nee, ist ein bisschen bandmäßiger einfach und das ist irgendwie das Coole. Das finde ich halt auch gut. Ja. Und es kann ja wachsen. Das wird auch Genau, wachsen. das Ja, ist auf eben jeden das, was Fall wir halt wachsen. spüren, dass es eigentlich jetzt eher so ein Startschuss ist, als dass es jetzt so Danke und auf Wiedersehen, nee, eigentlich im Gegenteil. Ich meine, wir freuen uns ganz explizit drauf, weil das ein ganz besonderes Album ist, weil wir das komplett selber produziert haben. Und Hand angelegt und haben uns da so durchgewurstelt. Und das ist für uns natürlich jetzt so ein Premierenschuss, dass wir in eine komplett andere Richtung jetzt gehen, was wir alles selbst entscheiden können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr freier Moment. Und wir wissen natürlich nicht, was da jetzt auf uns zukommt mit dem Album. Und da sind wir auch total offen. Wir freuen uns über alles, was auf uns zuflattert. Und sind aber müssen uns echt auf die Schulter klopfen, muss ich sagen. Das hat dann echt gute Wirkung erzielt, finde ich. Und es ist stringent, oder? Ja. Also jetzt Ja. Album und die Live-Show dazu. Also all das, Also eine eigentlich große Veränderung alles findet Premieren statt. so, die Ja. gerade stattfinden. Das ist auch unser erstes gemeinsames Interview, ne? Ja. Siehst du? Stimmt. Da gibt auch gleich den richtigen Anlass. Also, Eine Weltpremiere jagt die andere.